Wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Permakultur in Ihrem Projekt? Und warum sind diese Themen aus Ihrer Sicht wichtig für die Zukunft? Was heißt denn Permakultur? Permakultur heißt, dass man eben synergetisch mit allem, was lebt quasi, zusammen ein System anbietet, in dem für die Erde, für die Menschen, für die Tiere, also für die Artenvielfalt gesorgt wird, also für alles, was lebt. Eine Fürsorge für die Böden, für das Wasser, für die verschiedenen Tierarten, für die Menschen durch gesunde Ernährung, für faire Beziehungen, dass man gerecht teilt, dass man Überschüsse teilen kann, dass man Konsum begrenzt, dass man Vielfältigkeit zeigt, dass man individuell Eigenständigkeit in der Verantwortung findet oder auch das Bewusstsein dafür stärkt, dass man Ressourcen schont, dass Kreisläufe eben Mensch, Tier, Pflanze im Einklang miteinander organisiert werden. Und so verbindet dann die Permakultur den Umweltschutz mit nachhaltiger Entwicklung und Bildung für alle Generationen, wie ich schon sagte anfangs, dass man also in jedem Alter mitmachen kann, das Lernen nie aufhört und dass man dieses permanente Lernen für jeden die Zukunftsorientierung bedeutet. Damit solche Schwerpunkte gut umgesetzt werden können, ist auch eine gute Betreuung wichtig. Wie werden die Lernenden während des Auslandsaufenthalts begleitet und unterstützt? Und mit welchen zusätzlichen Kosten sollten sie eventuell rechnen? Die Kosten sind für das normale Leben, die sind abgedeckt, also Unterkunft und Verpflegung. Wenn man jetzt eigene zusätzliche Konsumbedarfe hat oder Freizeitausgaben machen möchte, dann sind das Freizeitausgaben, die muss man selber tragen. Das ist dann eine individuelle Geschichte. Ansonsten hat man eigentlich keinen Bedarf an zusätzlichen Ausgaben. Man kann miteinander gut leben und wohnen. Und die Mitarbeiter der Aufnahmeorganisation, die Mentoren, die sind dann eben über einen bestimmten gemeinsam vereinbarten Tageszeitraum, 5-6 Stunden oder so mit den Leuten zusammen und erklären das, was sie entsprechend machen oder beziehen die Teilnehmenden dann ein in die entsprechenden Arbeitsprozesse, die dann auf dem Land oder in dem Projekt gerade da sind. Ob das jetzt theoretische Planungssachen sind, wie legen wir die nächsten Hochbeete an, was brauchen wir dafür, was für Materialien werden wo angeschafft, wer fährt da mit, die und die Sachen da und da zu besorgen, wer macht schon mal eine Vorbereitung von irgendwelchen Sachen handwerklich vielleicht, um ein Fundament für diese Beete zu machen. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgaben und das ist dann jeden Tag anders. Das kann man jetzt nicht sagen, ein Tag sieht immer so aus, sondern je nach, wie ich schon sagte, Jahreszeit oder Wettersituation auch, kann kurzfristig auch mal was ganz anders aussehen als letzte Woche noch geplant. Wir hatten das vor einer Woche, dass dann ganz plötzlich ein Unwetter angesagt war und dann die Leute erstmal gemeinsam auch dafür sorgen mussten, dass die Dinge, die angefangen sind oder die technisch zur Verfügung stehen für bestimmte Sachen, aber unter einem möglicherweise gefährdeten Bereich, dass dann erstmal nochmal geguckt werden muss, sind die Dächer dicht, bleibt alles trocken, kann nichts elektrisch passieren. Ja, das sind also Klima, Jahreszeit, Wetterverhältnisse sind immer etwas, wo man dann darauf reagieren muss. Die Mentoren, egal was man gerade macht, die bieten dann die Möglichkeit, entsprechendes Hintergrundwissen und auch die Erfahrung, die man da schon in den Bereichen gesammelt hat, zu unterschiedlichen Situationen, dann auch weiterzugeben und mitzunehmen. Zum Abschluss möchten wir noch kurz auf Ihre persönliche Perspektive schauen. Was motiviert Sie selbst an diesem Projekt und warum sollten Ihrer Meinung nach mehr Menschen an solchen Programmen teilnehmen?
Ja, ich habe seit, ich denke so seit Mitte der 80er habe ich mich schon mit diesen Themen beschäftigt und immer auch, ich komme eigentlich aus künstlerischen und pädagogischen Zusammenhängen, aber auch in den künstlerischen, ob das jetzt Fotografie, Film, Skulptur, Theater, Performance, Musik war, es sind immer Themenbereiche, die ich dann kombiniert habe mit Kunst und Natur im weitesten Sinn, so dass ich darüber auch über diese Natur- und Umweltzusammenhänge immer wieder zu ökologischen Themen gekommen bin. Wir haben, was weiß ich, in den 80ern den ersten Bioladen und die erste Biobäckerei im Ruhrgebiet mit begleitet. Wir hatten in unserer Stadt auch den ersten größeren Bio-Supermarkt, den wir im Freundeskreis quasi da in einem alten Edeka oder was das vorher gewesen ist, aufgebaut hatten. Und so fing das eigentlich an. Und deshalb hat mich dieses Thema bis heute verfolgt und durch dieses lebenslange Lernen im Prinzip auch eben immer weiter interessiert, so dass man das jetzt im Rahmen der Erweiterung der Perspektive EU oder weltweit eben auch so ein Thema nicht nur im Zuhause interessiert, sondern dann klar ist, dass es wichtig ist für die ganze Welt, auch nicht nur für die EU. Die EU ist jetzt eben ein Instrument, das dieses Thema auch bewusst unterstützt, und das ist gut. Und die Erfahrungen, die man damit macht, die sind natürlich im Prinzip für Menschen überall auf der Welt interessant und wichtig. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke und dafür, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Es war sehr interessant zu hören, wie das Erasmus-Plus-Projekt funktioniert und welche Chancen es eröffnet. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und freuen uns darauf, dass noch viele Menschen von solchen Möglichkeiten profitieren. Ja, wir von Kulturgut e.V. freuen uns auch, wenn wir mehr Menschen erreichen, die sich für nachhaltige, ökologische Themen interessieren, da etwas lernen möchten, etwas Neues miteinander ausprobieren möchten und vielleicht auch anschließend die Gelegenheit haben, in dem Erasmus-Projekt in Spanien mitzumachen. Dazu kann man sich vorab anmelden für Ökoseminare, die wir vom Kulturgut aus und der Akademie der Kulturen anbieten. Kontakt wäre dazu entweder eine E-Mail an bewerbung@prokulturgut.net oder über die 0234 94111184 uns mal zu kontakten, sich zu verbinden und zu erfahren, wann man wie einsteigen kann. Über die Webseite der Akademie der Kulturen, das könnt ihr googeln finden, ganz einfach, kann man sich dann auch direkt über den Reiter Ökologie und Nachhaltigkeit informieren und sich über ein Kontaktformular oder das Bewerbungsformular entsprechend mit uns in Verbindung setzen. Wir wünschen euch allen eine gute Zeit und freuen uns auf neue, interessierte Menschen.